Wenn du aus Deutschland auswanderst, dann bleibst du als deutscher Staatsbürger in Deutschland noch Schenkungs- und Erbschaftssteuerpflichtig. Details zu dieser Regelung und wie lange sie nachwirkt, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Thema Nachlassplanung auseinandersetzt, vielleicht dir dazu Gedanken machst, wie du dein Vermögen für die nächste Generation steueroptimiert hinterlassen kannst, dann lade ich dich zu unserer Veranstaltung Auswandern im Ruhestand ein. Diese findet regelmäßig in Edinburgh statt und dort beschäftigen wir uns genau mit solchen Themen. Wie lange ist man noch in Deutschland erbschaftssteuerpflichtig? Welche Länder sind besonders attraktiv? Wo gibt es keine Erbschaftssteuer? Wo gibt es steuerlich günstigere Regelungen? Wie muss ich meinen Nachlass planen? Wer muss noch außer mir ins Ausland umziehen? All das sind Fragen, die wir in diesem intensiven zweitägigen Seminar beantworten werden. Wenn auch du dir vorstellen kannst, deinen Ruhestand im Ausland zu verbringen, deine Rente, deine Betriebsrente steuerlich zu optimieren und eben auch Themen wie Nachlass zu besprechen, dann ist das genau die richtige Veranstaltung für dich. Alle Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich dort in Edinburgh kennenzulernen. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. In Deutschland wird gerade darüber debattiert, das Erbschaftssteuergesetz zu reformieren. Für einige hat das vielleicht einen Vorteil, für viele, gerade jene, die ein überdurchschnittlich hohes Vermögen haben, wird es aber vermutlich vor allem negative Konsequenzen haben. Daher kein Wunder also, dass man sich mit dem Gedanken trägt, allein schon zwecks der Nachlassplanung auszuwandern, damit man eben von dem Thema nicht betroffen ist oder nicht so stark betroffen ist. Das ist jetzt keinesfalls eine neue Entwicklung. Tatsächlich ist ja die Erbschaftssteuer und die Schenkungssteuer eine Steuer, die für viele eigentlich die schmerzhafteste Steuer überhaupt ist. Denn sie haben ja über Jahre sich etwas abgespart, sie haben auf Konsum verzichtet, sie haben hart gearbeitet, sie haben etwas aufgebaut. Und jetzt sollen sie einfach so dem Staat ja einen großen Teil dieses Vermögens abgeben. Das widerspricht vielen natürlich ganz extrem, noch viel mehr als möglicherweise so Themen wie die Einkommensteuer oder eine Abgeltungssteuer, was man ja gerade eben noch so nachvollziehen kann. Aber das im Grunde genommen Vermögen, das man angesammelt hat und das ja bereits versteuert ist und vielleicht sogar 2- oder 3-mal versteuert ist, dann im Todesfall noch einmal mit sehr hohen Steuern belegt werden soll, das ist etwas, was sich nur schwer vertreten lässt. Daher sind ja auch Auswanderungsländer übrigens, die steuerlich gar nicht so attraktiv sind, wie vielleicht zum Beispiel Kanada oder auch Australien, gerade bei vermögenden Familien sehr beliebt, denn dort gibt es eben keine Schenkungs- und Erbschaftssteuer. Und tatsächlich zielen viele wohlhabende Familien genau in solche Länder um dann eben den Nachlass steueroptimiert zu organisieren. Allerdings, wenn du jetzt einfach denkst, du kannst ins Ausland umziehen, dann hast du leider die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn das Finanzamt hält hier noch einige Jahre die Hand auf und will Geld von dir haben. Schauen wir uns zunächst mal an, was das Erbschaftssteuergesetz dazu sagt. Also hier haben wir den Paragraphen 2 des Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuergesetzes. Hier siehst du schon, wer unter die unbeschränkte Erbschaft und Schenkungssteuerpflicht in Deutschland fällt. Natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, deutsche Staatsangehörige, die sich nicht länger als 5 Jahre dauernd im Ausland aufgehalten haben, ohne im Inland einen Wohnsitz zu haben. Wohlgemerkt ganz wichtig, deutsche Staatsangehörige. Das heißt, wenn du keine deutsche Staatsangehörigkeit hast und du Deutschland verlässt, dann endet deine deutsche unbeschränkte Erbschaft und Schenkungssteuerpflicht, nicht aber die beschränkte. Auf den Unterschied gehen wir gleich nochmal ein. Also das heißt, in den ersten 5 Jahren nach Wegzug bleibst du in Deutschland unbeschränkt Schenkungs- und Erbschaftssteuerpflichtig. Das bedeutet also, wenn du in 5 Jahren nach deinem Wegzug etwas geschenkt bekommst, wenn du in den 5 Jahren nach deinem Wegzug etwas erbst, egal von wem du es erbst, egal um was es sich handelt, dann bleibst du in Deutschland dafür unbeschränkt erbschaftssteuerpflichtig. Natürlich gelten die üblichen Freibeträge, die auch dann gelten würden, wenn du in Deutschland wohnst. Jetzt könntest du ja sagen, wunderbar, alles gut, ich werde ja nichts erben, ich bin derjenige, der verschenkt und der vererbt. Nun, in diesem Fall bleibt ebenfalls die Schenkungssteuerpflicht und die Erbschaftssteuerpflicht in Deutschland bestehen, denn tatsächlich ist es bei der Schenkungssteuer so, dass auch der Schenkende zum Beispiel steuerpflichtig ist. Also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel 3 Jahre nach deinem Wegzug an deine Freundin, die keine deutsche Staatsbürgerin ist,
etwas verschenkst, dann ist sie ja nicht in Deutschland schenkungssteuerpflichtig, aber du bist es und in diesem Fall haftest du für die Schenkungssteuer. Das heißt, du musst sie nicht nur erklären, sondern natürlich dann auch bezahlen. Wenn die 5 Jahre um sind, dann bist du in Deutschland nur noch beschränkt erbschafts- und schenkungssteuerpflichtig. Das heißt, nur noch dann, wenn es um in Deutschland belegenes Vermögen geht. Zum Beispiel deutsche Immobilien, zum Beispiel deutsches Betriebsvermögen. Das heißt, selbst wenn du schon 5 Jahre weg bist aus Deutschland und auch wenn der Beschenkte, der Erbe schon 5 Jahre weg ist aus Deutschland oder noch nie in Deutschland gewohnt hat oder kein deutscher Staatsangehöriger ist, wenn du nach 5 Jahren ein deutsches Haus verschenkst oder entsprechend eines erbst oder eines vererbst, weil du verschieden bist, dann wird auch darauf deutsche Erbschaftssteuer fällig, auch 5 Jahre nach deinem Wegzug aus Deutschland. Wenn du diesen Kanal schon öfter geschaut hast, dann weißt du, dass wir auch immer wieder mal von der erweiterten, beschränkten Steuerpflicht sprechen. Hier reden wir immer wieder von Paragraph 2 des Außensteuergesetzes, manchmal auch kontrovers, das muss man sagen. Aber hier gibt es aber eben auch ein Äquivalent bei der Erbschaftssteuer. Und das ist eben nicht der Paragraph 2 des Außensteuergesetzes, sondern hinsichtlich der Erbschaftssteuer ist es der Paragraph 4. Und genau diesen will ich dir jetzt einmal zeigen. So, was steht hier? Gesetz über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen, Außensteuergesetz, Paragraph 4, Erbschaftssteuer. War bei einem Erblasser oder Schenker zur Zeit der Entstehung der Steuerschuld, Paragraph 2 Absatz 1 Satz 1 anzuwenden, so tritt bei Erbschaftssteuerpflicht nach Paragraph 2 Absatz 1 Nummer 3 des Erbschaftssteuergesetzes die Steuerpflicht über den dort bezeichneten Umfang hinaus für alle Teile des Erwerbens ein, deren Erträge bei unbeschränkter Einkommensteuerpflicht nicht ausländische Einkünfte im Sinne des Paragraphen 34g des Einkommensteuergesetzes wären. So, wir erinnern uns an die erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Sie wird dann ausgelöst, wenn du in ein Niedrigsteuerland umziehst und wenn du noch wirtschaftliche Interessen in Deutschland hast. Also wenn du Immobilien in Deutschland hast, wenn du an deutschem Vermögen beteiligt bist. Krypto ist dem leider hier auch zuzuordnen. Und wir hätten natürlich auch eine fiktive deutsche Betriebsstätte, die von digitalen Nomaden in Deutschland ausgelöst wird, die betriebsstättenlose gewerbliche Einkünfte haben. All dazu haben wir ja schon Videos gemacht. Also wenn das auf dich zutrifft, dann bleibst du in Deutschland nicht nur 5 Jahre nach Wegzug erbschaftssteuerpflichtig, sondern ganze 10 Jahre. Aber Achtung, während ja die unbeschränkte Erbschaftssteuerpflicht nach dem Wegzug zunächst für 5 Jahre für alles gilt, auch für ausländisches Vermögen, also auch wenn du an einen ausländischen Beschenkten zum Beispiel 300.000 von deinem Auslandskonto verschenkst, dann bleibst du in den ersten 5 Jahren in Deutschland dafür steuerpflichtig. So sind es im Rahmen der erweiterten beschränkten Erbschaftssteuerpflicht nur jene Güter, welche nicht ausländische Erträge erwirtschaften, wenn du in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig wärst. Was fällt also darunter? Zum Beispiel deutsche Aktien. Wenn also du in ein Niedrigsteuerland umziehst und nach 5 Jahren BMW-Aktien verschenkst oder vererbst, dann wäre möglicherweise, wenn zumindest noch wesentliche Interessen in Deutschland vorliegen, dann wäre darauf weiterhin in Deutschland Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer zu bezahlen. Oder auch wenn du Geld auf einem Konto hast, auch dieses Vermögen, Geld auf einem deutschen Konto, löst ja deutsche Einkünfte potenziell aus, nämlich Zinserträge. Das heißt, auch wenn du Geld von einem deutschen Konto verschenken würdest, würde ebenfalls noch darauf deutsche Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer anfallen, insgesamt 10 Jahre lang. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Krypto, denn Krypto generiert ja, wenn du in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bist, keine ausländischen Einkünfte. Wenn du also nach 5 Jahren Krypto verschenkst und die anderen Bedingungen treffen auf dich zu, dann wäre auch das potenziell von der erweiterten beschränkten Erbschaftssteuer betroffen. Hier hätten wir also eine 10-jährige Frist, die noch nachwirkt, analog zur erweiterten beschränkten Steuerpflicht. Es gibt noch übrigens noch eine andere 10-jährige Frist, die ist aber spezifisch bei einer Auswanderung in die USA anzuwenden. Und die USA sind ja kein Niedrigsteuerland, aber im Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und den USA ist übrigens auch eine 10-jährige Frist definiert. Die erweiterte beschränkte Erbschaftssteuerpflicht übrigens kommt nicht zum Tragen, wenn du nachweisen kannst, dass im Ausland eine Schenkungssteuer oder eine Erbschaftssteuer bezahlt wurde, die nicht mehr als 30% geringer ist als jene, die in Deutschland fällig geworden wäre. Jetzt natürlich die Frage, wie kannst du das Ganze minimieren? Wie kannst du das Ganze verhindern, vermeiden, reduzieren?
Nun, der einfachste Weg wäre natürlich schlicht und ergreifend, die deutsche Staatsbürgerschaft abzugeben, denn dann bist du noch beschränkt erbschaftssteuerpflichtig in Deutschland. Dann wirst du nur noch auf deutsche Immobilien etc. Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer auslösen. Das heißt, das wäre ein ganz konkreter Weg, für viele natürlich kein realistischer Weg, da muss man ehrlich sein. Also was könntest du sonst noch machen? Natürlich generell kein deutsches Vermögen zu haben, was in Deutschland belegen ist. Dann kannst du der Erbschaftssteuer entkommen, natürlich auch der beschränkten Erbschaftssteuerpflicht, aber wie gesagt erst nach den 5 Jahren. Du musst allerdings natürlich vorsichtig sein. Viele Länder haben entsprechende Regelungen. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Haus im UK hast oder du hast ein Haus in den USA oder du hast ein Haus in Frankreich, auch wenn du dort nicht wohnst, dann wird dort in den meisten Fällen Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer ausgelöst werden. Und da gelten zum Teil sehr geringe Freibeträge in den USA, zum Beispiel nur $60.000, wenn du in den USA nicht steuerpflichtig bist. Das heißt, hinterlässt du zum Beispiel deinen Nachkommen eine Immobilie in den USA, dann gilt ein Freibetrag von $60.000 und auf den Rest wird dann 40% Erbschaftssteuer fällig. Da gibt es dann natürlich Strukturen, wie man das vermeiden kann. Wenn du die amerikanische Immobilie zum Beispiel in eine ausländische Gesellschaft hineinpackst, lässt sich sowas vermeiden. Aber das ist dann eben die Detailplanung. Es ist natürlich ganz entscheidend, welches Vermögen du hast, wie sich das Vermögen zusammensetzt. Eine dritte Möglichkeit wäre zu sagen, dass du eine Stiftung gründest und Vermögen an die Stiftung überträgst, wobei auch dann natürlich Schenkungssteuer potenziell fällig wird, beziehungsweise wenn du eine deutsche Stiftung hast, dann wird auch die sogenannte Erbersatzsteuer fällig. Aber grundsätzlich lässt natürlich eine Stiftung dazu verwenden, die Erbschaftssteuer zu umgehen. Wichtig eben ist für dich an dieser Stelle vor allen Dingen, dass du realisierst, dass ein Wegzug ins Ausland nicht so ohne weiteres deine Erbschaft- und Schenkungssteuerprobleme löst. Für mindestens 5 Jahre bist du noch in Deutschland verhaftet diesbezüglich, außer du legst die deutsche Staatsbürgerschaft ab. Deutsches Vermögen ist ebenso ein Problem, auch nach den 5 Jahren. Und wenn du unter die erweiterte beschränkte Steuerpflicht fällst, dann hat es auch Auswirkungen auf die Erbschaftssteuer. Dann verlängert sich die Frist, wenigstens im Punkt und nicht ausländisches Vermögen aus deutscher Sicht, auf 10 Jahre. Eine sinnvolle Nachlassplanung braucht deswegen natürlich auch besonders genaue steuerliche Planung. Ich empfehle dir, mit deinem Steuerberater bzw. Steueranwalt diesbezüglich zu sprechen und mit ihm zu besprechen, ob ein Wegzug ins Ausland eine Auswanderung dir helfen kann, die Steuerlast beim Thema Nachlass zu optimieren. Gerne können natürlich auch wir ein Beratungsgespräch führen. Details dazu ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos. Oder ich würde mich natürlich freuen, dich bei einem unserer Veranstaltungen kennenzulernen. Ich habe Deutschland und die EU schon vor 25 Jahren verlassen und seit 20 Jahren helfen wir dabei, Mandanten dies ebenfalls zu tun. Auswanderung zur Steueroptimierung, zweite Staatsbürgerschaften, Plan B, Vermögensplanung, Steueroptimierung im Ausland. Wenn das auch Themen sind, die dich betreffen, dann würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.